Hallo, hallo, hallo. So, letzte Frage, mein persönlicher Favorit. Was würden wir dem Ich von vor 3 Jahren raten, bevor wir nach Paraguay ausgewandert sind? Das ist eine gute Frage. Bist du urlaubsreif? Ja. Ich verstehe auch nicht, wie man so tolles Land, Deutschland, ja, mit so starker Wirtschaft etc., wie man das so runterwirtschaften kann, ist für mich in meinen Augen unbegreiflich, muss ich ganz ehrlich sagen. Alles! Also ich hau jetzt mal raus, aber wir sind Deutsche, ja, wir werden auch immer deutsch bleiben. Natürlich nehmen wir unsere Kultur mit. Warte mal, wie sieht es denn aus, das Bild? Als hätte ich keinen Bock auf der Frau. Was? Als hätte ich keinen Bock auf der Frau. Ist jetzt, was soll ich näher noch? Oder? Ja, das ist voll der Schlitz dazwischen. Schnell! Buen dia und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. 3 Jahre Paraguay, eure Frage, wir beantworten sie. Bevor wir mit dem Video starten, würde ich gerne noch was sagen, und zwar wegen der ganzen Spendeaktion. Ich habe jeden Spender angeschrieben auf PayPal und habe den Vorschlag gemacht, dass man dann am 6. Dezember für die armen Kinder hier ein Fest veranstalten, dass die Kleinigkeit bekommen am Nikolaustag, also kurz vor Weihnachten, dass die Geschenke kriegen, Gesichtsbemalung etc. Der Rest würde man gerne aufteilen, ein Teil in die Schule und ein Teil in die Feuerwehr. Diese Spender, die nicht damit einverstanden sind, können mir gerne schreiben auf PayPal und dann bekommt ihr das Geld zurückbezahlt natürlich. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Gesta Abonniere. Suscríbete ahora. Was sind die größten Unterschiede im Alltag zwischen Deutschland und Paraguay? Also hier ist alles entspannter und kein Zeitdruck. Ja. Ja, außer man muss dann homekommen von der Partys. Dann kriegt man Zeitdruck von der... Ich stehe da mit der Pfanne hinter der Tür. Ja, der größte Unterschied war zwischen Deutschland und Paraguay, ne? Der Staat lässt dich halt echt hier in Ruhe. Also das ist, wo ich halt merke, der greift nicht so ein. Also ich habe das Gefühl, in Deutschland wird jede Woche ein anderes Thema, ja, durch die Medien getrieben und das muss jetzt reguliert werden und Cell muss reguliert werden. Und das hat man hier überhaupt gar nicht. Das ist für mich der größte Unterschied. Also für mich spürbar. Ja. Wie fühlt ihr euch nach 3 Jahren Paraguay? Auch und speziell an Sascha gerichtet. Auswandern, keine Ruhe, gleich das Projekt. Dein Unternehmen in Deutschland? Fragezeichen. Ja, also ich bin ein bisschen fertig, muss man sagen. Also es hat mir jetzt schon geschlaucht, die 3 Jahre. Vor allem war es halt wirklich so, dass wir dann innerhalb von 3, 4 Monaten hier alles verkauft haben, ne, in Deutschland. Habe uns dann auf die Auswanderung vorbereitet. Und dann waren wir 3 Monate in Cabiata und dann sind wir umgezogen nach Encarnación. Da haben wir noch ein Video gemacht mit der Hitze, mit dem Motorrad, wo wir runtergefahren sind. Und dann ging es halt gleich los, ne? Also die ganze Vorbereitung, Grundstückssuche etc. und seitdem halt permanent im Stress. Das mit dem Unternehmen in Deutschland geht klar. Ich arbeite morgens dann für meine deutsche Firma und nachmittags dann hier für meine paraguayische Firma. Ja. Aber es ist schon, man merkt schon, ich bin urlaubsreif oder beziehungsweise glaube meine Frau auch. Bist du urlaubsreif? Ja. Okay. Gut, wie fühlt es sich an, in Paraguay ein Unternehmen zu führen? Jetzt kommen wir wieder zurück auf die Frage Nummer 1. Es fühlt sich sehr gut an. Auch hier, der Staat lässt dich wirklich in Ruhe, es gibt klare Vorgaben. Die Steuer ist komplett einfach hier, also das kannst du wirklich auf dem Bierdeckel machen. Es ist alles unbürokratischer als in Deutschland. Unternehmen hier gründen geht mittlerweile innerhalb von 10 Tagen. Also zum Beispiel die EAS, das ist eine digitale Aktiengesellschaft, die haben wir innerhalb von 10 Tagen gegründet. Also die ganzen Prozesse gehen viel, viel schneller als in Deutschland. So, dann habe ich hier eine Frage eher für Irina. Habt ihr schon mal versucht, deutsches Brot in Paraguay zu backen? Und wie ging das aus? Ja, also es ist schwieriger, weil die Mehlsorten in Deutschland sind anders. Hier kriegst du dann vielleicht manche Zutaten nicht so. Also man muss viel ausprobieren, aber es funktioniert. Ja, wobei ich jetzt nochmal reingrätschen muss und sage, das Brot war Weltklasse, wo du gebacken hast, ne?
Also da muss ja einmal Werbung machen für den Thomas, ja. Der zaubert hier Brote hin, also so wie es Irina gesagt hat, mit einer Zutat. Und letztes hat er so Brezel gemacht, das war die beste Brezel seit langem. Also ich habe in Deutschland schon schlechtere Brezel gegessen, was das heißen soll, dass die Brezel nicht so gut ist. Also sie war echt überragend. Super. Absolut toll. Mega lecker. Ja. Und wir werden die Paraguay probieren gelassen und die hängt da Bombe. Was hat euch am meisten überrascht, seit ihr in Paraguay lebt? Dass hier alle so herzlich sind. Also wirklich und hilfsbereit. Die sind, ja, man lernt sie kennen, sieht sie das erste Mal, die nehmen einen Arm und quatschen gleich und stehen hinter einem eigentlich. Also helfen, machen, tun, ja, super. Also man kann ja auch mal die Frageleserin, ja, das ist eine alte, bekannte Freundin von uns aus Deutschland, die macht jetzt gerade 3 Wochen Urlaub bei uns. Und das ist die Christina. Und Christina, sag doch du mal was. Wie sind so jetzt die ersten 10 Tage auf dich oder wie hat das Land auf dich eingewirkt? Herzlich, man fühlt sich sehr willkommen und man will eigentlich nicht mehr heim. Um es kurz zusammenzufassen. Es ist tatsächlich so, wir haben es gestern, glaube ich, drüber gehabt, ne, wo wir essen waren. Es wird viel Bullshit-Bingo am deutschen Fernsehen gezeigt, wo halt wirklich nur die negative Seite gebracht wäre. Ja, es gibt negative Seite, ich habe ja mal das Video gemacht, die Negativseite von Paraguay, die Positivseite, verlinke ich euch. Aber die größte Überraschung, muss ich wirklich sagen, ist auch die Veränderung an sich von der Person, was das Land mit uns gemacht hat. Dass wir viel entspannter sind und das färbt schon ab. Ja. Gab es Momente, in denen ihr dachtet, was haben wir uns dabei nur gedacht? Bezüglich jetzt der Auswanderung wahrscheinlich, ne? Ja. Also bei mir eigentlich nicht. Also bei mir, also von der Auswanderung überhaupt gar nicht. Das Einzigste, das Projekt. Da bin ich schon mal an meine Grenze gekommen, wo ich dann gesagt habe, okay, würde ich es wieder machen, so ein großes Projekt? Wahrscheinlich. Ich glaube nicht, nein. Wie hat sich euer Blick auf Heimat und Fernweh in den letzten 3 Jahren verändert? Also Heimweh habe ich überhaupt nicht. Das Einzige sind so die Leute, wo ich mehr vermisse. Also Familie, mein Papa zum Beispiel, also den vermisse ich arg. Aber ja. Ich habe schon wieder die Frage vergessen. Wie hat sich euer Blick auf Heimat und Fernweh in den letzten 3 Jahren verändert? So, der Blick hat sich ganz krass verändert, muss ich sagen. Vieles war abzusehen, was kommt. Dass es in dieser Geschwindigkeit kommt, mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Ich verstehe auch nicht, wie man so tolles Land, Deutschland, ja, mit so starker Wirtschaft etc., wie man das so runterwirtschaften kann, ist für mich in meinen Augen unbegreiflich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe Deutschland, ganz, ganz tolles Land, ganz, ganz tolle Menschen in Deutschland. Aber was mit euch teilweise gemacht wird, muss ich sagen, wow, Respekt, dass ihr das so mitmacht. So, sehr spannende Frage. Wie hat sich eure Beziehung zueinander verändert, seitdem ihr diesen großen Schritt gemacht habt? Enger war, muss ich sagen. Da passt kein Blatt Papier mehr dazwischen. Nee, unsere Familie ist tatsächlich brutal zusammengewachsen, ist ein riesiger Zusammenhalt da. Auch, muss ich sagen, mein Schwiegermonster. Auch wir sind ein bisschen näher zusammengerückt. Ganz klar, Familie, Zusammenhalt, enger zusammengerückt. Jeder hilft jedem. Ja. Weniger Streit auch bei den Jungs. Ja. Ja. Fast gar keiner mehr. Nee. Ja. So, welche Lektion habt ihr durch Fehler gelernt, die ihr niemals erwartet hättet? Fehler? Haben wir bis jetzt Fehler gemacht in Paraguay? Ich glaube nicht. Habe ich was gelernt während der Bauzeit? Ja. Das war mein Fehler. Auch ein Fehler kann ich sagen. Ich habe halt meine Häuser mit Kalkzement verputzt. Würde ich nie mehr machen. Also das ist der einzigste Fehler. Aber ansonsten
haben wir, glaube ich, noch keinen Fehler gemacht. Toi, toi, toi. Wie habt ihr die lokalen Traditionen und Feste in Paraguay in euren Alltag integriert? Oh. Eigentlich, wenn man es so nimmt, haben wir die jetzt so die Traditionen oder die Feiertage noch nicht so vom Schirm. Liegt aber daran, weil wir halt echt brutal viel unterwegs sind bzw. beschäftigt sind. Ja, durch Projektentwicklung jetzt, was jetzt ansteht, durch unser Projekt, Ina mit ihrem Alltag. Aber wir kriegen immer von der Paraguayer gesagt, Sonntag ist Feiertag, beziehungsweise heute haben wir Fest vorne bei uns in San Juan de Paraná und wäre doch halt mitgenommen von der Paraguayer. Aber das Schöne ist hier in Paraguay, dass wirklich die Feiertage, wenn sie auf den Sonntag fallen, montags nachgeholt wäre, dass die Paraguayer, also die, wo arbeiten, also die Paraguayer einfach den Feiertag auch genießen können, ausnutzen können, wird er einfach auf den Montag verlegt. Tag der Arbeit zum Beispiel, also 1. Mai, wenn das jetzt zum Beispiel auf den Samstag oder Sonntag fällt, dann wird er automatisch auf den Montag verschoben. Finde ich ja gut. Ja, unkompliziert Paraguay, es ist wirklich komplett nicht wahr, Christina? Ja, vollkommen richtig. Ja. Kann ich nur zustimmen bisher. Welche Aspekte der deutschen Kultur habt ihr in eurem Leben in Paraguay mitgenommen? Alles. Also ich hau jetzt mal raus, aber wir sind Deutsche, ja, wir werden auch immer deutsch bleiben. Natürlich nehmen wir unsere Kultur mit. Der Unterschied ist halt der, akzeptiere ich die neue Kultur. Also das heißt ja nicht, wenn ich jetzt auswandere, dass ich dann meine Kultur ablege. Und nee, ich mag beide Kulturen. Ich habe es schon in anderen Videos gesagt, ich bin sowieso ein Freund von verschiedenen Kulturen. Wir sind deutsch, wir werden unsere Kultur bei. Wir machen Jobfest, Beispiel. Ja, wir machen Oktoberfest, da haben wir 60 Leute, 80% sind Paraguayer, wo kommen. Und so versuchen wir halt unsere Kultur mit der Kultur von Paraguay. Ja, wir lernen daraus gegenseitiges Lernen, gegenseitiges Akzeptieren. Ich finde es toll. Und du? Ja. Gut, wie ist euer Verständnis von Freiheit und Unabhängigkeit seit dem Umzug nach Paraguay gewachsen? Hier ist halt alles so unkompliziert. Also, Du kannst eigentlich nicht vergleichen mit Deutschland, das geht nicht. Alles per WhatsApp läuft hier. ja. Alles per WhatsApp, die Freiheit hier ist ja riesengroß, also du kannst es nicht vergleichen mit Deutschland, das ist etwas ganz, ganz anderes. Und jemand, der mit Freiheit nicht klarkommt, das ist kein Land für ihn. Also das ist, wenn du siehst, du bist jetzt ein Deutscher, ja, du bist in Deutschland, du brauchst so dieses Sicherheitssystem permanent, dann darfst du nie auswandern. Das ist ein Land, ja, für jemanden, der das Leben selber in die Hand nimmt, ja, und Eigenverantwortung übernimmt. Frei sein, einfach frei. Läuft's noch? Okay. Ja. Welche Erlebnisse haben euch besonders stolz gemacht, dass ihr diesen Schritt gewagt habt? Einfach, dass die Familie so zusammenhält. Dass wirklich jeder sagt, er ist froh, hier zu sein. Mehrere Punkte. Einmal war das, was Ina gesagt hat, absolut richtig. Dann, dass wir gefragt worden sind von einer paraguayischen Familie, ob wir Pate werden möchten vom Kind. Und stolz natürlich jetzt so langsam, um zu schauen, ob ich jetzt da oben stehe in der Dachterrasse und trinke mal ein Bierle und gucke mal das Ganze an. Und man denkt schon, das war ja die ganze Zeit wie so ein Film, ja, was wir jetzt halt erreicht haben, alles in der kurzen Zeit. Ja. Und normalerweise wäre ich so fertig, wenn wir den El Niño nicht gehabt habe, aber das macht schon ein bisschen stolz, dass wir so viel erreicht haben. Muss man schon sagen. Und sie ist schon noch nicht fertig. Ähnliche Frage, wie hat sich euer Lebensstil verändert? Seid ihr gelassener oder gestresster als in Deutschland? Viel gelassener. Was hast du für einen Eindruck von uns? Du kennst uns oder mich von früher und jetzt? Ich bin noch immer der gleiche... Der gleiche Horst. Der gleiche Loco. Nur entspannter, noch entspannter. Also ja, die Entspanntheit ist schon sehr, sehr eingezogen bei uns. Gab es einen Moment, in dem ihr dachtet... Ich muss noch mal kurz reingrätschen. Und zwar, man merkt es oft ja bei den neuen Deutschen oder Ausländern, die hierher kommen, wie sie immer noch so das, wie sagt man, wie soll ich sagen, das Getaktete haben und das, jetzt müssen wir das machen und das und dann um 30 Minuten fängt zum Beispiel der Schlangenkurs an
und wir dürfen ja nicht zu spät kommen. Das merkst du schon ein bisschen so bei den Neuankömmlingen. Das sind wir gar nicht mehr. Ja, kann ich bestätigen. Ja. Es dauert 7 Tage, bis man ungefähr im Rhythmus hier ankommt, beziehungsweise der Alte abgelegt hat. So, gab es einen Moment, in dem ihr dachtet, okay, jetzt sind wir wirklich Paraguayos? Ja. Aber nicht, weil ich es gedacht habe, sondern weil man es gesagt habe, ist, dass ich bekriege oft gesagt, mittlerweile bin mehr Paraguayer wie Deutscher. Cumbia höre ich auch mittlerweile. Nächster Schritt zum Paraguayer. Schwierig, nee. Ich fühle mich nicht als Paraguayer, beziehungsweise ich bin dankbar, wenn ich so sehe davon, das heißt ja auch für mich, dass wir uns auch bemühen, uns zu integrieren. Ich denke, das dauert aber noch 2, 3 Jahre, bis wir da richtig drin sind, alles. Ja. So, Frage an den Grillmeister. Wie viele Male seid ihr beim Grillen über den richtigen Asado-Stil aufgeklärt worden? Eigentlich jedes Griller. Das ist, jeder hat seinen eigenen Grillstil. Ja. Ich finde es bloß faszinierend, weil ich auch schon bei etliche Asados war, wie doch recht die unterschiedliche Zusammenbereiche oder ja, es macht hier jeder ein bisschen anders und bringt seine persönliche Note rein. Ich denke, das macht es richtig, richtig aus. Also ich finde es toll. Und es darf ja jeder sagen, ja, er steht bei mir im Grill und darf dann sagen, ich würde es so und so machen. Das nächste Mal grillst dann du. Welche Rolle spielt Naturverbundenheit in eurem neuen Leben in Paraguay? Eine ganz große Rolle, muss ich sagen. Ja. Ganz große Rolle. Also auch durch das, muss man auch sagen, also fangen wir an mit den Kräutern, ja. Ich habe da nie dran geglaubt. Also ich bin so ein typisches schulmedizinisches Kind, sage ich mal, ja. Das alles mit Kräutern und so weiter ist dann Hokuspokus. Nee, ist nicht. Die Paraguayer verfügen über ein grandioses Wissen, ja, über die Heilkräuter und wir können es bestätigen, es hilft. Ja. Ob das jetzt Blutdruck senken ist, ob das gegen Magenprobleme sind, gegen Sonnenstiche, gegen allergisch gegen die Frau zum Beispiel. Passt. Also, jetzt hat das Video gecrasht, der Lieblingsnachbar. Nee, also Naturverbundenheit einmal mit den Kräutern, dann zweitens natürlich auch mit unserem Grundstück. Ja, wir tun es noch also grüner machen wie vorher, mehr aufpflanzen. Wir haben für die Tiere ein Herz. Wir machen jetzt für die Vögel verschiedene Vogelschale und. Mit Futter, mit Wasser. Ja. Sie lieben es. Ja, also wirklich top. Absurd, das machen wir nochmal. Da den ist wieder ein Bild. Morgen. Fahren wir weiter nochmal. Pause drücken? Nee, einfach lassen. Wir schneiden mal die wichtige Sache. Hi Dennis. Hi, ich wusste, dass ihr live seid oder was? Nehmen wir sie nicht live. Okay, dann konnte ich ja schwören. Ja. Ciao. Ciao. Sorry. Möchtest du mir dann angucken, Lieb? Nö, kein Problem. Okay. Oh ja, Oh ja. nehmen wir. Hier kommt die Flasche leer. Schnell! Also, was machen wir jetzt nochmal? Was war der absurdeste Moment, in dem ihr dachtet, das passiert nur in Paraguay? Das war da, wo ich die rote Ampel überfahren habe. Kann aber in Deutschland auch passieren. Der absurdeste Moment, mit Beleg oder ohne Beleg? Jo, dann halt ohne Beleg. Alles gut. Ich glaube, viele werden das verstehen, was ich meine. Wie oft habt ihr versehentlich jemand mit deutschen Redewendungen verwirrt? Ja, ganz, ganz oft. Ja, Also, das passiert immer wieder. immer wieder. Du hast halt dann die deutschen Sprichwörter, dann versuchst du ein bisschen zu erklären, dann kapierst du es meistens auch. Manchmal funktioniert es gar nicht, aber bei mir kommt es schon oft vor. Ja. Gerade wenn man dann in der Bodega sitzt, gemütlich zusammen sitzt, ein Bier trinkt, dann haue ich halt mal einen Spruch raus, wo halt überhaupt nicht passt dann auf Spanisch. Wie oft habt ihr euch bei einer typischen paraguayanischen Gelassenheitsszene gedacht, das würde in Deutschland nie funktionieren?
gibt einiges, was in Deutschland so nicht funktionieren wird. Ja. Fangen wir mit dem Straßenverkehr, Das, mit den Autos, wie sie dann herrichten. Wobei das hat jetzt nichts mit Gelassenheit zu tun. Gelassenheit, ja, muss man sagen, auch wegen dem U-Wetter oder so, ne? Dass die sind halt schon relaxter, die ganzen Jungs hier und die Mädels. Und das ganze Leben nehmen die hier relaxter. Und das ist schon, kannst du so nicht vergleichen wie in Deutschland. nee, gar nicht. Gibt es ein deutsches Klischee, das ihr hier total erfüllt habt und das euch dann peinlich war? Wüsste ich jetzt nicht. Pünktlichkeit, dass wir immer zu pünktlich sind. Ja, okay. Peinlich? Jein, nee, wir sind halt deutsch, wir sind halt pünktlich. Nee, eigentlich nicht. Nee. Nö. So, letzte Frage, mein persönlicher Favorit. Was würden wir dem Ich von vor 3 Jahren raten, bevor wir nach Paraguay ausgewandert sind? Die ist gut, die Frage. Willst du anfangen? Lernt die Sprache. Mach's genauso, wie du es schon immer vorgehabt hast, weil alles hat seinen Grund im Leben und geht irgendwann aufs Ziel hinzu. Es passiert nichts ohne Grund im Leben. Und ich würde ihm sagen, mach weiter, so wie die ganze Zeit. Und ja, das war's. Sind wir fertig? Fertig. Super, dann bedanke ich mich für die Fragen und wünsche euch einen ganz, ganz tolles Sonntag. Wir haben jetzt die Videos immer sonntags online, immer, denke ich, um 15 Uhr deutsche Zeit kommen die raus. Und bei uns wäre jetzt die Uhr umgestellt, das heißt letzte Mal hoffentlich auf Sommerzeit und dann bleibt es in der Sommerzeit. Das heißt, wir haben nur noch 4 und 5 Stunden Zeitunterschied. Bis Bald. bald!